Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talks. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unserem Video dreht sich alles um unseren Garnen, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wieder eingeschaltet habt. Ich bin hier mit Chris Berlin. Wie geht's? Danke Paul, mir geht's sehr gut und ich freue mich, hier wieder zu Gast zu sein. Ja, die Chris war im Winter bei uns und wir haben 2 tolle Videos gedreht, wo wir ihre ganze Winterdesigns vorgestellt haben aus unseren Garnen, weil Design hat ja eine Menge, da hätten nicht 2 Videos gereicht. Wir haben unsere Kaschmir vorgestellt, Balayage und auch Camel Decay und dann schönen Pullover, was du jetzt anhast. Ja, genau, weil ich finde, den kann man auch schön im Frühjahr anziehen, weil er hat einfach so eine tolle Haptik und der ist zwar ja nicht so ganz dünn, aber er ist so vom Klima her, dass es gut. Genau, weil die Kamelwolle isoliert, reguliert die Temperatur. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Also das ist eine ganz tolle Eigenschaft von der Wolle und ist schön lässig und ich trage ihn gerne. Mhm. Und ja, wir haben gesagt, letztes Mal, da müssen wir auch mal die Frühjahr-, Sommer- oder Ganzjahre-Modelle von dir mal zeigen. Und wir dachten, wir können auch direkt anfangen mit einer sehr schönen Cape, die du damals für unsere Pasquali Collezioni entworfen hast. Genau. Willst du die nehmen? Dann zeigen wir schon. Das ist das Moema Cape. Ja. Und ich kann es auch gerne mal überwerfen. Ja, dann machst du das. Ne? Ich kann in der Zeit mal über die Garne reden. Ja. Also, da hast du die Puno und die Manada kombiniert. Yes. Unsere Garn Puno, das ist eine Mischung aus 70% Bio-Baumwolle und 30% Alpaka. Alles in Natur. Das Konzept für Puno ist es, dass wir keine Färbungen haben. Das heißt, es ist so von der Natur. Also wir mischen die weiße Baumwolle mit verschiedenen Alpaka-Farben. Und dann haben wir noch dazu die Puno Vinicunca hinzugefügt. Aber in der Zeit gab es nur die Puno. Und du hast es super schön zur Geltung gebracht. Du siehst hier, ich glaube, also sogar die ganze Farbpalette, genommen. Es ist die gesamte Farbpalette. Kombiniert mit Manada. Ja. Immer mit das Mohair-Garn. Ja. Für Menschen, die kein Mohair mögen, haben wir immer gesagt. Eine Mischung aus Merino, Superkid Mohair, Maulbeerseide und Yak. Und diese Beilaufgarn läuft in den ganzen Cape bei. Ja? Und es ist so, dass das sozusagen das verbindende Element ist. Und deswegen sehen die Farbübergänge hier auch sehr schön und smooth aus. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die ganzen Farben ja Baumnamen tragen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, also, weil ich auch gerne in der Natur unterwegs bin. Und also das ist so ein Cape, das kannst du eigentlich das ganze Jahr tragen. Ich trage das im Sommer, sogar abends beim Camping kann man das schön umhängen. Das ist wie so eine schöne warme Decke oder am Strand mal. Und man kann es sich auch so umwerfen, dass es mehr wie ein Schal wirkt. Also das trage ich sehr, sehr gerne. Und was ich sehr zu schätzen weiß, ist, das Garn ist sehr fest. Okay. Woher kommt es? Also so, das hat so eine große Stabilität und deswegen hält das Cape auch so schön in Form. Das liegt wahrscheinlich aus der Baumwolle. Ne? Die Baumwolle ist auch strapazierfähiger, eher robuster und ein bisschen Elastizität kommt wahrscheinlich durch die Alpaka-Wolle. Kann man sich so gut vorstellen. Ja. Und auch dem Muster sicherlich, ne? Was du auch da ausgewählt hast. Ja, das auch. Und ich muss ja gestehen, ich bin ja kein Fan von purer Baumwolle. Also verstricke ich nicht gerne, aber
diese Kombination, also das Puno an sich finde ich schon sehr, sehr schön zu verstricken, aber in der Kombination mit der Manada strickt sich das wie Butter. Ja. Also das ist... Dann brauchst du auch keine sehr dünnere Nadel zu nehmen, auch dazu. Nee, das Ja, ist auch mit dicker Nadel gestrickt und strickt sich sehr schnell, ist aber auch aufgrund der Farbwechsel ganz abwechslungsreich. Und das Muster ist auch sehr eingängig. Das ist ein Rippenmuster, was dann immer versetzt wird. Ja. Und und das ist wirklich, lebt wirklich von diesem Farbverlauf, von diesen schönen Farben von der Puno. Ja, also auf jeden Fall ist ein sehr schönes Design entstanden. Wir haben uns sehr gefreut damals, als wir diese Kooperation gemacht haben. Da war ein bestimmter Highlight des ganzen Buches. Und kannst du ja kurz aufstellen, man kann den Schnitt besser sehen. Ja, weil es ist... Also es ist wirklich, wirklich toll. Genau, ne? also es ist so, wenn man das jetzt so das macht, klasse. dann auch wirklich... Und jetzt für die Temperatur, die wir auch gerade haben, also das passt auch sehr gut. Ne? Also im Frühjahr schnell ausziehen, man hat die Haare nicht durcheinander anziehen. Ja, genau. Also das kann man wirklich sehr, sehr schön tragen und es ist auch wirklich schön groß geworden und wie gesagt, man kann es dann auch, wenn man mehr so am Hals was haben will, kann man es sich auch sehr schön hier so um den Hals nochmal legen. Und also ich trage es wirklich sehr, sehr gerne. Würdest du sagen, ist das auch für Anfänger geeignet? Ja, absolut, weil du musst nur linke und rechte Maschen haben und auch die Struktur ist so, dass man es mit dem Abketten, das geht eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich kann mir auch ganz gut vorstellen mit Farben. Jetzt, dass wir auch Puno Winnegunca haben, da könnte man auch ein bisschen noch, aber gut, Natur sieht auch cool aus. Ja. Aber wenn man ein bisschen blau, rot, gelb möchte. Genau. Die Puno Winnegunca. Ja, und dann so ein verbindendes Manada darunter legen, das macht das Ganze dann so ein bisschen smoother im Übergang. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, sehr, sehr schön. Was hast du noch für den Frühling? Noch für den Frühling, ja. Dann kommen wir erstmal noch zu einem Design, was ich schon länger gemacht hatte. Das war der Dearest Treasure. Und zwar hattest du mir mal, ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Farbknäule von der Sole geschickt. Genau, Sole, ja. Genau. Und das auch wieder eine Baumwolle. Und auch da liebe ich die Baumwolle auf einmal, weil, was ist dabei? Also erstmal, die Baumwolle sind 90% Baumwolle und das ist die Baumwolle, Pima-Baumwolle, das sind lange Faser. Und das ist eine weichere Baumwolle, eine langere Faser, deswegen fühlt es sich auch schon anders an als eine normale Baumwolle. Und dann kommt noch 10% Kaschmir dazu und man denkt, 10%, was bringt das überhaupt? Nein, da merkt man schon den Unterschied. Ja. Wir haben einen Test gemacht, erstmal ohne Kaschmir und es ist ganz anders. Also das ist, die 10%, das macht schon einen Unterschied. Und du hast auch gerade gesagt, du strickst nicht gerne reine Baumwolle. Nee, weil auch Baumwolle, wenn man reine Baumwolle hat, verzieht sich sonst sehr schnell. Ja. Also nach dem Waschen, das hält nicht so die Form auch, die Sachen. Ja. Und hier kann ich wirklich sagen, das hält gut die Form, das lässt sich sehr schön stricken. Das ist wirklich smooth, so auf der Nadel auch wenn es nur so ein bisschen Kaschmir ist. Aber es bleibt trotzdem ein sommerliches Garn. Und ich habe ja noch ein zweites Design gemacht, das habe ich allerdings nicht mehr, das habe ich verschenkt, meine Schwester. Genau, die da so begeistert von war. Und und hier kann man sehr schön mit diesem Design auch so einzelne Knäuels verstricken. Ja, 4 Farben so gesagt. Genau, wir haben jetzt hier 4 Farben drin, Gelbton, Blauton, Beige-Ton, einen helleren Blauton. Also da sind wirklich ganz viele Farben drin und das ist so ein bisschen was es dann ausmacht. Und man könnte es jetzt sogar auch mit einem langen Arm stricken, aber ich finde es eigentlich ganz schön im Frühjahr. Super. Mit dem kurzen Ärmel. Genau. Ja, sehr schön. Also alle Designs von Chris findet ihr auf Ravelry. Da sind eine Menge Designs und wir schreiben unten in der Beschreibung nochmal, wie alle Designs heißen. Genau, das ist der Dearest Treasure, also kleine Schätze. Und genau, also was hast du noch? Ja, und dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Sommer-Highlight, muss ich wirklich sagen.
weil das ist das Arctic Pearl. Also das Design heißt auch Arctic Pearls, wie das Garn. Ja, das ist toll. Das ist wirklich Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Garn eine solche Struktur gemacht hat. Also das ist ja wie fast ein Stoff. Und es erinnert eigentlich eher an Seide, aber es ist ja keine Seide. ja. Und es hat einen wunderschönen Fall. Und ich wollte das so ein bisschen aufgreifen, indem ich, also man sieht ja hier das Lochmuster, das kommt sehr, sehr schön von der Optik her raus auch. Einfädig, ja. Ja, es ist einfädig jetzt verstrickt, genau. Weil du hast am Anfang überlegt, ob du das zweifädig machst, weiß ich noch. Ne? Ja, genau. Also ich habe getestet. damals Maschenproben gemacht, ich habe sie auch dabei. Genau, gut. das ist einmal einfädig gestrickt, hatte ich das hier. Und dann habe ich es nochmal zweifädig verstrickt und da dürft ihr euch vielleicht schon freuen, weil es wird noch einen Pullover demnächst geben, wo ich mit diesem ein- und zweifädigen in Streifen sozusagen spielen werde, um dem Garn auch nochmal mehr, dem Charakter des Garns auch nochmal mehr gerecht zu werden. Du musst aber die Farbe aussuchen noch, oder? Ja, dann machen wir das ist gleich. gar nicht Ne? so einfach. Genau. Ich erzähle was über Arctic Pearl. Also Arctic Pearl haben wir schon seit 2025 im Januar. Das Garn erschien genau Ende Januar. Das war, ich glaube, Mitte Februar war fast alles ausverkauft. Das ist über die Decke gegangen. Also das Garn, es ist wirklich ein schönes Garn. Es ist ein besonderes Garn. Die Zusammensetzung ist aus Eukalyptus und Meeresalgen. Eukalyptus braucht man für die Viskosität. Ja. Und diese Meeresalgen, das ist eine deutsche Erfindung von Smart Fibers, wird in Österreich produziert, in Lenzing. Es ist, auf der Etikett steht Lyocell, weil diese Verfahren, das Lyocell-Verfahren ist, das ist so wie ein Viskoseverfahren, sehr ähnlich, nur dass es läuft alles in einen geschlossenen Kreis, sodass keine Chemikalien, die man braucht, und die Zellulose flüssig zu machen und dann nochmal zu verhärten, dann gelangt nicht in die Natur, sondern es ist immer in einem geschlossenen Kreis. Das ist die Lyocell, aber die Zusammensetzung, also die deutsche Erfindung, sage ich mal, von Smart Fibers, ist, dass die Meeresalgen aus Island beinhalten. Okay. Und die besagen, dass die Mineralien und Vitamine der Algen auch in dem Textil, in den Fasern enthalten bleiben. Okay. Ja, es wird auch sehr viel auch für medizinische Kleidung verwendet, oft gemischt mit Baumwolle und Silberbeschichtungen. Okay. Ja. Die haben sehr viele Preise gewonnen. Also das ist wirklich ein sehr schönes Garn. Es ist sehr selten. Seit Jahren habe ich versucht, eine 100%ige Sisal, so nennt man die Faser jetzt Sisal, die Mischung aus auch beide Fasern. Und da habe ich jahrelang gesucht und keiner wollte es machen, weil es erstmal so ein Garn zu produzieren, die Entwicklung, die Faser sind nicht die günstigste. Und auch sogar die Smart Fiber kannten das nicht, dass jemandem überhaupt etwas aus 100% Sisal produziert. Das heißt, wenn wir das gemacht haben, die waren auch erstaunt, die wollten auch sofort auch sehen, was wir so gemacht haben. Und hat eine sehr schöne Lauflänge von 245 Meter auf 50 Gramm. Es ist ein Kettgarn. Kannst du gleich ein bisschen erklären, deine Strickerfahrung, wie das war. Und man braucht sehr wenig. Ich weiß nicht jetzt, wie viel du hier dafür gebraucht hast, bestimmt nicht mehr als 6 Knäuel. Nee, da ist wirklich ganz wenig. Ich schreibe es nochmal auf, Aber also es ist wenig, wirklich ganz wenig. wenig, Also da ist nicht viel drin. Und ich sag mal, es gibt viele Strickerinnen, die das Garn sicherlich auch zu schätzen wissen, weil natürlich, also jeder, der gegen irgendwas allergisch ist, wird hier endlich ein Garn haben, wo er eine schöne Qualität hat, einen schönen Fluss. Und ich sag mal, auch diese Farben jetzt hier, wenn ich da mal drauf gehen darf, guck mal, was das für ein Da sind die Glanz 6 neue hat. Farben. Ja, das sind die 6 neue Farben, die dazu gekommen sind. Also wenn ich mir hier alleine dieses Aubergine angucke oder Bordeaux angucke oder hier dieses Cognac-Ton, also wunderschön. Also finde auch alle drei eigentlich ganz toll. Und
Und das hat man, also dieser Glanz, der erinnert wirklich sehr, sehr stark an Seide. Das ist Seide, wie Seide, ja. Genau. Also das ist erstmal vegan. So, ja, ja, und es ist ein veganes Garn, das muss Ja, man genau. wirklich sagen. Also Für- von daher sehr einzigartig. Also Ja. für Neurodermitiker ist das super. Ja. Wir haben ein anderes Garn im Sortiment bei uns, ist das Garn Suave. Das ist ein Baumwollgarn, das sehr flauschig ist. Viele stricken das gerne als Beilaufgarn, auch für Veganer zum Beispiel und Neurodermitiker. Und die kann man auch super beide kombinieren. Ah, ja. Hat eine sehr schöne Struktur auch. Okay. Die Farbpalette, die erste Farbpalette war mit 20 Farben, sehr sommerlich. Das kam auch Ende Januar raus. Ja. Und wir haben im November 2025, also vor einigen Monaten, haben wir 6 Farben hinzugefügt, weil das Garn auch sich gut im Herbst und Winter verkauft. Ja. Ne, das heißt, wenn du einen Pulli Ja. machst, da Ja. kann man locker das ganze Jahr tragen. Und Genau. wir haben ein paar Farben dazu gemacht, für die ein sehr schönes Grau. Ja. Also das ist mein Grau, wirklich. Also das mag ich so ein Bleigrau. Das ist hier die ungefärbt. Das ist die Naturfarben der Faser. Wow. Ne, man würde denken, es ist Schöner grün, Ton. aber ist das nicht. Ja. Jede Partie kann ein bisschen anders sein, weil es ist tatsächlich Natur. Hier könnt ihr sehen, das ist die Farbe 21. Ja, also da jetzt gibt es eine größere Auswahl. Aber jetzt sind wir weiter hier Genau, über vom dein Stricken Design. her. Also vom Stricken her muss man sagen, das Garn das fließt sehr. Also es ist schon etwas ungewöhnlich, erstmal zu stricken. Ja. So, also der Faden läuft wirklich so durch. Also ich habe das erste Mal, dass ich den Faden hier um den Finger wickeln musste. Und man muss auch die Hände schön glatt haben. Also man darf irgendwie keine. Aber das ist bei Seidengarn auch so. Also wenn man reine Seide verstrickt, ist das ähnlich. Also von daher, von der Haptik ähnelt es sehr einem Seidengarn. Und ich fand ganz besonders schön diese Elastizität. Also dieses Garn auch hier mit sich bringt, wenn man es hier sieht. Man hat hier wirklich eine ganz tolle Elastizität. Und was mir gut gefallen hat, dass so Lochmuster und so gut zur Geltung kommen, so gut zur Geltung kommen. Ja. Genau. Und deswegen hoffe ich auch, dass bei dem Pullover, den ich stricken werde, wo ich dann abwechselnd einfach und doppelt stricke, so auch dieses Durchsichtige, dieses Transparente in der Abwechslung mit diesem Festeren dann auch gut zur Geltung kommt. Ne? Super gut. Genau. Und dann könnte man halt auch Bündchen oder sagen wir Elemente in einem Pullover, die ich gerne etwas fester haben will, doppelt stricken. Und an anderen Stellen, wo ich mehr Transparenz haben will, kann man halt die Streifen dann etwas größer machen. Genau, so, das ist die Idee davon. Ja. Mal schauen, was dabei rauskommt. Genau, also bei dem Pulli, was du jetzt machen wirst. Genau, Ne? Dann bist du ja. okay, Genau. überlegst du noch. Ja. Und hast du jetzt irgendwie weitere Ideen, in allgemein, nicht nur mit Pasquali Garne, hast du so weitere Frühjahrprojekte im Kopf gerade? Ja, also es wird auf jeden Fall wieder so ein überschnittenes Top noch geben. Vielleicht diesmal mit ein paar Zöpfen drin oder so. Okay, Also ja. sowas. Trägst du auch gerne Tops? Ja, also wenn sie so ein bisschen mit dem Arm überschnitten sind, wie dieses hier, finde ich das gut. So mit ein bisschen so Genau. ein bisschen Schulter. Also so reine Tops habe ich ja auch schon gemacht, aber die trage ich dann lieber unter einer Jacke oder unter Okay. einer Bluse. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was ich gerne jetzt fürs Frühjahr mal machen möchte. Hast du schon mal was gestrickt mit Rose Green Wool? Nein. Ne? Jetzt, wo du es sagst, ich habe Genau. ich habe mal, aber das ist schon ganz lange her, einen Schal aus Rosigrün gestrickt, aber noch kein eigenes Ja, Design. die haben tolle Garne. Also die sind grundsätzlich haben die nur Merino-Garnen und die sind alle bio-zertifiziert oder GOTS-zertifiziert. Die haben eine sehr schöne große Farbpalette. Die Drehung ist auch besonders schon stabil. Also Ja, sehr elastisch super. auch. Da müssen wir nochmal gleich Genau, genauer gucken darüber wir nachher reden. noch mal. Aber erstmal musst du jetzt die Farbe aussuchen. Ja. Von Artipel, ich weiß nicht, ob du eine neue Farbe was aussucht. Hast du so eine Richtung? Also ich glaube, ich tendiere zu diesem Bordeaux, obwohl eigentlich muss ich ja immer was Helles stricken. Aber das wäre so momentan, was mich sehr anspricht. Klar, eigentlich schon. In den Pulli kannst du das ganze Jahr Genau, tragen, oder ne? halt sowas Helles. Also ich überlege nochmal, ihr dürft gespannt sein, was es dann nachher wird. Ja, ihr könnt ihr gerne in den Kommentaren Genau. schreiben. Also die Genau. Farbpalette vielleicht kennt ihr schon. Ja, genau. Welche Farbe Soll ich stricken? Genau, das wäre Das wäre super. cool, ne? Ja. Kann man sich orientieren. Ja. Ne? Ja, sehr schön. Strickst du gerne auch mit Schwarz? Oder ist das so, wo du denkst, oh nein, das ist zu anstrengend?
Also ich würde gerne, also ich stricke auch ab und zu mal mit Schwarz, aber es ist halt so, dass Designs in Schwarz, also ich sag mal, die Leute müssen ja sehen, Ja. wie es ausschaut Und und schwierige Schwarz Fotografie schluckt dann, alles. ja. Also und dann sieht man da nichts Ja. mehr. Von daher ja, gehe ich dann lieber auf andere Farben. Genau. Ja, sehr schön. Ich freue mich, dass du wieder da warst, dass du schöne Designs gezeigt hast. Danke. Vielleicht gehen wir gleich zu Italiener was essen. Das was machen denkst du? wir. Das Sehr machen wir gute hier im Idee. Brauerei. Gibt es eine sehr gute aus Napoli. Und ein Kölsch trinken, bitte. Oder zwei geht auch. Ne? Okay. Haben wir schon genug geredet. Und der Kameramann, hier der Armando kommt bestimmt auch mit. Ne? Ah, Oder ja. was sagt der Armando? Sie, Okay. sagt er. Ja. Okay, dann vielen Dank. Daumen hoch. Klick auf die Glocke, so hast du ja gar keine Videos mehr von uns verpasst. Denkt daran, es gibt 2 Videos, die wir schon gedreht haben mit Chris. Dann könnt ihr in unsere Historial suchen. Die sind wirklich toll. Also, dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Dankeschön nochmal und ja, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao. Ciao!